Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Point. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir das Buchweizenbier, was ich vor einiger Zeit gebraut habe. Ich bin jetzt gerade mit dem Verkosten von dem vorherigen Bier durch, mit dem Valentine's Oat Malt Ale, was ich so als kleinen Bonus angefügt habe. Und mir ist aufgefallen, dass das Hopfenstopfen bei warmen Temperaturen, also Zimmertemperatur von First Gold, sehr starke Bitterkeit bewirkt. Und bei diesem Bier habe ich aus Versehen auch First Gold in den Fermenter geschmissen, weil ich die beiden Kanister erst, also die beiden Fermenter erst verwechselt habe. Und dann habe ich erst hier rein welches geschmissen und das nachher bemerkt und das auch woanders reingetan, in den anderen Behälter. So, das heißt, das hier wird wahrscheinlich auch sehr bitter sein. Und wird auch zitronig riechen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie rausgerechnet kriege, weil ich möchte ja wissen, wie das Buchweizenmalz schmeckt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das so geworden ist. Das war, glaube ich, jetzt 4 Wochen in der Reifung. Es ist leider noch recht trübe. Ein bisschen zumindest. Weiß ich jetzt nicht genau, woran das liegt. Ob das sich noch länger absetzen muss oder ob tatsächlich ein bisschen Stärke nicht verzuckert gewesen war. Aber das kann ich mir schwer vorstellen. Ich meine, das war im Gärbehälter schon relativ klar. Okay. Das riecht schon ein bisschen anders als das Valentine's Oat Malt Ale. Das riecht nämlich noch viel klarer nach Zitrone und Zitrusfrüchten und weniger nur nach diesem Hopfig-Zitronigen, was man zum Beispiel von Cascade auch bekommt. Ja. Also entweder habe ich hier mehr Hopfen reingetan oder, wobei das kann ich nicht sein, es waren in beiden Fällen 3 Gramm auf meine 4,5 Liter. Oder aber hier sind noch Aromen von dem Buchweizen drin, mit Estern und so. Beim Hafermalz war das hier so, das habe ich aber bei 50% noch nicht bemerkt, dass das ein sehr joghurtiges, himbeeriges Aroma da reinbrachte. Und hier kann es natürlich sein, dass ich jetzt mit 50% Schüttung auch nichts besonders Deutliches feststelle. Aber probieren wir mal und finden es raus. Wow. Ja, es ist etwas bitter, man merkt das. Ich glaube, First Gold ist auch, ich hatte den ja mal in einem Kaltauszug einfach so untersucht, wie der in Wasser sich verhält. Und da war das auch relativ bitter. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen zu den Erfahrungen, die ich jetzt hier mache. Aber das Mundgefühl ist jetzt so fast ein bisschen weniger, so wie bei dem 100% oder 90% Hafermalz, was ich zuletzt gebraucht hatte. Also mit 50% Buchweizenmalz schon sehr voll. Sehr interessant, sehr cremig, viskos. So, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, das ist schon fast ein bisschen wie Honig, wenn das Hafermalz so über den Zunge rinnt. Hier ist es jetzt noch weniger zäh, sondern so ein bisschen, ja, woran erinnert das einen? Vielleicht so ein Bananenmilch oder sowas, wo wirklich dicke Konsistenz drin ist, aber eben nicht so ganz übertrieben. Ich merke auf jeden Fall auch fruchtige Ester. Ich versuche herauszufinden, woran mich das erinnert. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Es ist, es ist fast so ein Hauch bananig, aber dann auch wieder nicht. Also es ist ja keine Weizenhefe gewesen und ich habe die auch nicht underpitched oder sowas. Aber es ist sowas, was fruchtig in die ähnliche Richtung geht. Es ist fast tropisch. Hat auch so ein bisschen Mango irgendwie dabei oder so. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was ich dann nochmal für einen Hopfen genommen habe. Ich glaube aber, ich habe extra keinen Aromahopfen genommen und es riecht und schmeckt so, als wäre das ein IPA. Das ist echt verblüffend. Ja, irgendwie so richtig fruchtig. Oh Mann, ich editiere gerade das Video und ich könnte mir die Hand vor den Kopf schlagen. Also an der Stelle seht ihr sehr schön, wie der verkostende Christoph genau erkennt, was alles für Aromen da drin sind, aber einfach überhaupt gar keinen Plan mehr hat von dem Rezept, was er selber sich ausgedacht hat, weil er so unorganisiert ist. Fassen wir nochmal zusammen, was für Aromen wir festgestellt haben. Bananiges Aroma kommt definitiv von der Weizenhefe, die ich benutzt habe. Ich habe vergessen, dass ich sie benutzt habe. Dann gibt es das Zitronenaroma vom First Go Dry Hop. Dann gibt es die Grapefruit-Aromen, die ich so indirekt wahrnehme als IPA-Eindruck. Das kommt garantiert von Kalista, den haben wir als späte Hopfengabe zugegeben. Und dann wird es richtig interessant, denn Mango und was ich später noch sage, Ananas, meine ich, kommt nicht von Kalista und das könnte tatsächlich vom Buchweizen sein, falls das ein Ester ist. Mal zum Vergleich in dem Paper, die ich in dem ersten Video verlinkt hatte, da war Kokosnuss als ein Ester angegeben, was wohl aus Buchweizen typischerweise gewonnen wird.
Bei der dritten Flasche, die ich probiert habe, habe ich auch ein paar größere Schlücke genommen und meinte da am Ende so einen kernigen Nachgeschmack zu schmecken, der so ein bisschen Richtung Bucheckern oder so etwas geht. Also auch da könnte ein Aroma vom Buchweizen sein. So, und jetzt können wir weiter gucken, wie der Christoph sich so ein bisschen blamiert. Ich überlege gerade, ob ich in letzter Zeit ein IPA gebraut habe. Aber habe ich ja nicht. Ja. Tatsächlich ist dieses Bier sehr viel weniger bitter als das Valentine's Old Malt Ale, was ja 30 IBU hatte, plus die Bitterkeit vom Hopfenstopfen. Und hier, das ist ja extrem mild gewesen. Ich habe das ja, ich weiß gar nicht, so auf ungefähr 16 IBU gemacht, damit auch das mich nicht ablenkt. Und ich merke jetzt hier so ein bisschen bittere, die wahrscheinlich auch vom Hopfenstopfen kommt. Ich werde beim nächsten Bier, wo ich Hopfen stopfe, auf jeden Fall kalt stopfen. Also das wird, glaube ich, das Meantime IPA, was ich gerne rekreieren würde und klonen würde. Da gibt es ja zum Beispiel auch bei Brewing Network einen Podcast, wo der Brauer erzählt, wie er das braut. Und das werde ich jetzt beim nächsten Mal rekreieren. Allerdings machen die auch so eine Temperaturrast, wo sie dann ähnlich wie bei Fullers dann rauf und runter gehen. Und ich meine, die hätten gesagt, bei 7 Grad machen sie das Hopfenstopfen. Da werde ich also nochmal sehen, ob das Hopfenstopfen in kälteren Zustand, was zum Beispiel von Scott Janish in The New IPA in dem Buch empfohlen wird, weil das halt weniger bittere rauslöst. Ob das wirklich so ist, werde ich dann feststellen. Ja, also es riecht ein bisschen hopfig, zitronig. Das ist der First Gold, das verstehe ich. Aber dass das so tropisch schmeckt, das finde ich echt irritierend. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. So, extra großer Schluck. Also ihr könnt schwören, da ist Mango, Ananas. Ist tatsächlich weniger Banane jetzt, wo ich einen großen Schluck genommen habe. Eher so mangoartig. Ich frage mich auch, dass der Buchweizen ist. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass Buchweizen solche Aromen hervorbringen würde. Und die meisten sagen eher, der ist so dunkel, nussig, röstig, irgendwie sowas. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es auch sehr interessant, dass der überhaupt nicht dunkel ist. Also das erste Buchweizenbier, was ich getrunken habe, war das Telendu aus der Bretagne von der Lancelot Brauerei. Und da dachte ich noch, ja, die sind ja schwarz, die Malze, weil die Hülle ist schwarz und das Innere ist dann so aufgebrochen, wenn es geschrotet ist. Und ja, ist überhaupt keine Farbe drin. Ne? Es ist hellgelb. Es ist wirklich fast durchsichtig. Also es ist nur so leicht trübe. Es ist bestimmt keine Hefe. Es sieht eher aus, als wäre entweder nicht ordentlich verzuckert, Schande über mich, oder als wäre vielleicht Eiweiß irgendwie ausgeflockt oder sowas. Ja, während der Gärung hat das sehr stark geschäumt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es sehr schaumpositiv ist. Ne? Also das Buchweizen, ähnlich wie Weizenmalz, Schaum fördert oder sowas. Aber das scheint nicht so zu sein. Ja, ein sehr interessantes Geschmackserlebnis. Ich überlege, ob ich nochmal das Ganze versuche. Ich habe natürlich noch was Malz übrig und nochmal die Schüttung ein bisschen erhöhe. Also das war ja jetzt fast machbar. Ne? Also mit meinem Setup hatte ich natürlich ein bisschen Probleme, weil ich arbeite ja damit, dass so ein Zapfhahn an so einem Maischekessel da das ungefähr läutert. Ne? Und da habe ich schon öfter Probleme. Habe ich auch schon, wenn ich über 12% Stammwürze komme, weil dann einfach die Flüssigkeit schon so viskos ist durch den Zucker, dass das Ganze zäh wird. Ich habe aber jetzt Reisspelzen da, also da kann man jetzt wieder ein bisschen feintunen. Und das Hafermalzbier wollte ich ja auch nochmal neu machen. Also kann ich tatsächlich auch das mit dem Buchweizen nochmal versuchen. Vielleicht gehe ich auf 75% Schüttung. Aber während das Hafermalz deutlich neutraler war und bei 50% für mich überhaupt nicht richtig zuordnenbar war, was das jetzt beiträgt, ist das hier sehr deutlich, finde ich. Also ein 50%iges Bier mit Buchweizenmalz kann ich euch schon mal empfehlen. Das ist so wie bei einem Weizenmalz. Man schmeckt einen deutlichen Unterschied zu einem normalen Bier. Und es ist schon vom Mundgefühl auch ordentlich. Also, ja, so wahrscheinlich 50% Buchweizen, so ähnlich wie 75% Hafermalz. Das 90% war schon stärker. Ja, bei Hafermalz will ich ja immer noch 100% schaffen. Vielleicht kriege ich es ja hin. Mal gucken. Mit viel Reisspelzen. Ja, das also da zum Thema Buchweizenmalz. Das gibt es ja auch in Deutschland erhältlich. Ich glaube, das war Ludwigs Sudhaus, wo ich das her hatte. Das meine ich, ist der einzige Händler, aber schaut ruhig nochmal ein bisschen genauer zu den einzelnen Shops. Und das ist von Castle Malting. Chateau Buckwheat heißt das. Ja, und dann würde ich sagen, probiert's mal aus. Ist wirklich interessant. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.